In diesem Video gibt es die Antworten auf eure Fragen. Was ist mit geschützten Teilen? Was steht alles auf meiner To-Do-Liste? Und wo ist eigentlich mein Warenkorb? Die Antworten hierauf nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier bei Snap. Ich bin der Stefan. Hi, ich bin die Christina. Ihr hattet die Möglichkeit, unseren Experten Fragen zu stellen, denn in einem unserer letzten Videos haben wir das Team vorgestellt und wir hatten jede Menge Kommentare mit Fragen von euch und heute nutzen wir die Möglichkeit und fragen den Experten. Vielen Dank für die Möglichkeit dafür. Ja, ich werde mich heute euren Fragen stellen. Das ist sehr, sehr mutig und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Alles klar, leg los. Lässt sich eine Teilebestellung im Warenkorb integrieren? Ich wünsche mir da eine temporäre Abwahl, wo diese abgewählten Positionen nach einem Bestellvorgang weiterhin zur späteren Nachbestellung im Warenkorb befinden. Das würde kundenseitig eine Unterstützung bei eventuellen neuen temporären Lotgrenzen bringen, da nicht alles nochmal bestellt werden muss. Gibt es da eine Möglichkeit für? Also die temporären Lotbegrenzungen sind natürlich ärgerlich. Allerdings planen wir jetzt keine Abwahl von bestimmten Positionen, die man dann später wieder reinnehmen kann. Aber was wir planen, ist auf jeden Fall eine Wunschliste, dass ihr alle Einzelteile oder jetzt auch die Sets auf eine Wunschliste packen könnt und dann einfach in euren Warenkorb nehmen könnt oder auch später einen Export vom Warenkorb. Dass man sozusagen sich eine Liste erstellt von den Teilen, die man dann noch benötigt. Nee, dass im Warenkorb dann alle Teile, die du drin hast, kannst du dann exportieren. Okay, sehr gut. Dann könntest du halt sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt Projekt für Projekt 1, Projekt 2 und dann kannst du dir einen Warenkorb für Projekt 1 machen, das exportieren, dann für Projekt 2 und so weiter. Sehr gut, dass man seine unterschiedlichen Projekte dann nicht mischt und dann nachher alles sortieren muss wieder. Ne? Genau, dass das man klingt das auf jeden separat Fall bestellen kann. Sehr hilfreich. Und eine Sache hast du gerade erwähnt, die Lotgrenze. Da noch eine kleine Erinnerung, wir haben das Lotlimit gerade verdoppelt. Ihr könnt bis zu 200 Positionen aktuell bestellen. Nur mal so am Rande. Kommen wir zur zweiten Frage. Bist du bereit? Ich bin immer bereit, ja. Weiter geht's. Eine zusätzliche Funktion wäre hilfreich, falls sie nicht bereits existiert und ich sie nur nicht gefunden habe. Teile, die im Shop nicht verfügbar sind, zum Beispiel aufgrund fehlender Farbe, Lizenzschutz oder anderen Einschränkungen, sollten nicht automatisch durch Alternativen ersetzt werden. Stattdessen sollten ausschließlich das in den Warenkorb gelegte werden, was explizit in der Teileliste steht. Gibt es da eine Möglichkeit für? Ich glaube, da geht es um die alternativen Teile, die geboten werden. Ja, Ne? ich überlege gerade, ob ich die Frage richtig verstehe, weil wir bekommen ja auch oft Kommentare, dass diese Alternativen automatisch im Warenkorb landen oder nicht abgewählt werden können. Das ist ja der Fall, dass man schon die Alternativen abwählen kann. Das ist möglich, Ihr klickt genau. einfach auf die ausgewählte Alternative und dann landet sie in der Liste der Fehlteile quasi und somit auch nicht im Warenkorb. Ja, ja. Aber der Nutzer hat jetzt geschrieben, automatisch, nicht automatisch im Warenkorb landen. Und die sind ja vorausgewählt. Dann glaube ich, richtig, genau. dass gemeint ist, dass man am Anfang so einen Filter quasi oder so einen Mit Toggle Alternativen hat. oder ohne sozusagen. Genau. Ne? Ja, genau. Das kann sicher, denke ich, in Zukunft kommen. Wäre auch nicht so ein Riesenaufwand, aber jetzt aktuell nicht auf unserer To-Do-Liste. Also ist jetzt nicht die nächsten Wochen geplant. Ist jetzt keine Prio leider. Aber auf jeden Fall eine ich gute behalte es im Idee. Hinterkopf und nehme es mit ins Team. Sehr gerne, das freut mich, vielen Dank. So, kommen wir zu Frage 3. Ist es möglich, dass nicht nur für die fehlenden Teile eine Liste erstellt werden kann, sondern auch separat für die bestellten? Ich möchte von jeder Teilebestellung eine Liste in Bricklink haben, um zu schauen, ob ich das Teil schon einmal bestellt habe und muss das aktuell händisch machen. Also Warenkorb-Export habe ich schon angesprochen, das planen wir ja. Würde aber dem Nutzer dann, denke ich, nichts bringen, weil wir ja im Warenkorb, wir haben ja unsere Snap-Steine mit eigenen IDs und Unsere die sind eigenen ja Nummern nicht auch, ne? identisch mit den Bricklink-Nummern. Also muss ich leider sagen, So rum nein, ist das nicht weil möglich, sonst ne? müssten wir unsere Snap-IDs müssten wir dann übersetzen in Bricklink-IDs und so ein Tool werden wir nicht anbieten. Okay, aber andersrum ist es doch möglich, oder? Man kann mit Bricklink nur Teilenummern bei uns bestellen, prinzipiell. Das ist korrekt, ja. Nicht schlecht. Ja, oder auch mit anderen Teilenummern, ne? Also Ja, aus je den ganzen nachdem, wo du Planungstools. deine Teileliste dann her hast. Genau.
man kann diese auch selbst erstellen, wenn man die richtigen Formate dafür kennt. Richtig? So eine Excel-Liste könnte man auch nutzen, wenn alle Spalten richtig konfiguriert sind. Ist aber auch ein bisschen tricky, glaube ich. Excel nicht, aber ganz normal CSV. Also zum Beispiel Rebrickable oder du kannst ja auch in Studio, kannst ja auch eine CSV exportieren, wo dann die Bricklink-IDs und die Eldrow-IDs drin sind. Die ganzen Designer wissen wahrscheinlich, wovon sie spricht. Alle anderen können wir wahrscheinlich jetzt mit der nächsten Frage wieder abholen. Da geht es nämlich darum, was genau steht auf der To-Do-Liste der IT. Ich bin gespannt, in welche Richtung es mit dem Webshop gehen wird. Also es wurde jetzt genau nach dem Webshop gefragt. Ich würde gerne trotzdem erstmal allgemein darauf eingehen, weil ich habe ja auch im Vorstellungsvideo erzählt, dass wir sehr viele interne Tools haben, um hier zum Beispiel auch an unseren Packtischen, um die Kommissionierung von den Bestellungen bestmöglich abzuwickeln. Genau. Oder auch ein Thema, was jetzt gerade abgeschlossen wurde, wo ihr auch gerne mal bei uns im Webshop vorbeischauen könnt. Wir haben jetzt ja endlich unsere Sets im Webshop. Genau. Jede Hier Menge unser davon. neuer großer Schienenkreis. Genau, und da haben wir jetzt gerade den Durchstich quasi von unserem, wir haben ein internes Tool, wo wir unsere Produkte pflegen, also die Sets, aber auch die Einzelteile mit der Synchronisation zu Shopware. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Da pflegen wir quasi unsere Produkte. Produkte heißt dann Einzelteile und eben die Sets. Und bis hin zum Webshop, dass wir euch das da auch anbieten können, haben wir jetzt fertiggestellt. Dann auch ein Thema aktuell, du hast schon kommuniziert, wir haben Nachschub bestellt. Da ist was in Anmarsch, das stimmt. Ich habe aber gehört, dass da ein Wunsch besteht, dass man das doch auch softwaretechnisch unterstützen könnte, weil wir da jetzt gerade kein richtiges Tool für haben, sondern das läuft tatsächlich auch irgendwie über Excel-Tabellen und so und ist ein ganz schönes Hin und Her und es ist auch schwierig zu sagen, welche Teile bestelle ich jetzt? Also, weil wir die Bestände und die Teile, da muss man in verschiedene Systeme quasi gucken und der Einkäufer muss manuell entscheiden, welche Teile was gekauft wird. Genau. Ja. Und wir wollen jetzt eben ein Bestelltool entwickeln, wo wir auch vorschlagen, was ist zum Beispiel sinnvoll, welche Teile nachzubestellen, welche sind vielleicht schon gerade im Zulauf. Weil zum Beispiel das Element ist dunkelgrau, deswegen brauchen wir mehr. Das ist auch ein großes Thema. Also wir wollen natürlich die Community glücklich machen, aber auch unsere Mitarbeiter, dass die effizienter arbeiten können. Genau, da ist gerade Prio drauf und wozu ich noch nicht so viel sagen darf, aber wir im Hintergrund daran arbeiten, ist ja unsere Mock-Plattform. Dann machen wir kurz die Mikrofone aus, ganz leise reden, dass es keiner hört. Was ist mit der Mock-Plattform? Das darf ich nicht sagen. Was darfst du nicht sagen? Was mit der Plattform? Jetzt, okay, der nächste Punkt. Ja. Webshop, da gehört ja auch die Integration unserer Mock-Plattform zu. Und dann natürlich Verbesserungen von unserem Teilelisten-Upload. Da habe ich ja schon angekündigt, das Export-Feature für die fehlenden Teile. Das wird sich sehr, sehr häufig gewünscht und ich denke mal, damit wäre ganz, ganz vielen von euch geholfen. Dass wenn man ein Element nicht verfügbar ist, ihr es mit auf die Liste packen könnt und beim nächsten Mal einfach mitbestellen könnt. Und da gehört eigentlich schon ganz schön viel mit dazu, dass, sage ich mal, hier Einzelsteine, Produkte und das alles im Webshop läuft. Also von daher sehr, sehr gute Arbeit und ich weiß ja und sehe immer, wie fleißig ihr hier am Tüfteln seid und wie jede Woche neue Funktionen mit dazukommen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, danke Stefan. Hier ist keiner auf der faulen Haut, kann man sagen. Alle Das sind stimmt. fleißig, ja. Wir haben nicht mal einen Fernseher im Pausenraum bisher angeschlossen. Ne? Der liegt immer noch einfach daneben. Ja, und auf der Couch sitzt auch nie jemand. Hab noch nie einen gesehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Es wäre cool, wenn eine Liste der Originalteile mit den Alternativen zur Verfügung gestellt werden kann, damit man beim Bauen vielleicht auch mal nach längerer Zeit noch weiß, welche Alternativen man gewählt hat. Als zweites wäre es auch schön, wenn die Alternativen, die gebaut sind, in einer Tüte wären, damit man nicht alles sortieren muss. Das würde es einfacher machen. Okay, also das sind jetzt zwei Es Fragen. sind direkt zwei mit drin, genau. Der erste Teil, das haben wir nicht geplant, aber du kannst ja einfach die Seite, also wenn du den Teilelisten-Upload benutzt, kannst du einfach die Seite als PDF drucken. Dann hast du auch die Alternativen, genau, die du... Kann man sich auch als Screenshot einfach speichern, ne? Bei dem Projekt. Du musst ja nicht drucken, Ja, aber da sondern musst du ja vielleicht viele Screenshots machen. Deshalb würde ich einfach Rechtsklick und dann als PDF. als PDF speichern, ne? Als PDF. Ja, du Das kannst ja die meinst du mit Seite drucken? exportieren. Ja, logisch, genau. Sorry, daran habe ich nämlich auch gedacht, ihr könnt euch ja einfach einen Ordner machen mit euren Klemmbauprojekten und da dann jeweils die Teillisten abspeichern. Mit der PDF speichern hat man dann die Übersicht von den ganzen Alternativteilen und woraus diese zusammengebaut werden. Von daher wäre das ja so mit leichten Umständen ja schon machbar.
Genau. Und der zweite Punkt, können die Sachen oder können die Alternativteile denn so gepackt werden, dass die in einer Tüte sind? Die Alternativteile, also für geschützte Teile, die aus mehreren Teilen Genau. sind. Ein Bracket, okay. der aus 5 Teilchen gebaut ist, kann der nicht direkt in einer Tüte verschickt werden, dass man weiß, das wird das Bracket? Das ist leider nicht möglich. Das liegt an 2 Dingen. Also einerseits an unserer Software unten an den Packtischen. Die Kommissionierer, die wissen gar nicht, dass es sich um Ein Bracket handelt, sondern für die ist es dann das Einzelelement. ja, also wir ne? nennen diese Artikel Stücklistenartikel. Das heißt, das setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Aus mehreren Stücken, wie der Name schon unten, sagt. genau, unten am Packtisch ist ja immer nur eine Position, also ein Stein, der gepickt wird. Das heißt, der Kommissionierer selbst weiß das gar nicht. Das könnten wir natürlich softwareseitig ändern. Aber dann ist die nächste Das Herausforderung. hat einen ganz schönen Rattenschwanz, ne? Ja, Da geht's das nicht, ne? wäre zu komplex, weil dann müssten wir ja gucken, dass genau diese Teile, die zusammengehören, in der richtigen Reihenfolge an den Packtischen ankommen. Und da wir halt mehrere Packtische haben und Ganz viele Bestellungen gleichzeitig ganz packen, viele Bestellungen gleichzeitig müssten und die immer Kisten, zeitgleich gestaffelt dann an dem Tisch ankommen. Ne? Das wäre das ja, und wenn größte diese tricky Problem. Kisten an mehreren Tischen benötigt werden, ist es noch komplexer zu Ja, steuern. okay. Deshalb können wir das leider nicht machen. Also da müsst ihr bisher noch drauf achten, welche Alternativteile Brickbuild gelöst werden und die Elemente dann einfach nochmal entweder separat eintüten oder euch einfach die Sachen abspeichern. Das ist ja eine ganz gute Alternative, wie man das Problem erstmal umgangen bekommt. Was ich am Shop nicht verstehe, warum der Warenkorb nur auf dem Rechner verfügbar ist, auf dem man shoppt. Auch wenn ich eingeloggt an Rechner A anfange, den Warenkorb zu befüllen und später an Rechner B weitermachen möchte, dann ist der Warenkorb leer. Schick wäre es, wenn man mehrere Einkaufslisten speichern könnte, sozusagen für einzelne Projekte, die man so lose im Kopf hat. Am besten noch mit einem Trigger, wenn es mal Rabattaktionen gibt. Das waren jetzt auch ziemlich viele Sachen auf einmal. Mal gucken, Ja, ob wir sie noch... ziemlich viele Wünsche, ja. Also ist es möglich, Also ein auf Trigger mehreren... für Rabattaktionen ist jetzt nicht geplant. Da müsst ihr einfach aufmerksam unsere Social-Media-Kanäle verfolgen. Aber das hat ja bisher prima geklappt. Die Genau. erste Rabattaktion hat funktioniert, kann man so hier stehen lassen. Ja, verschiedene Projekte hatte er, ne? Also Und fangen wir an, ist es möglich, auf Rechner A was zu speichern und das auf Rechner B wiederzufinden? Sozusagen rechnerübergreifend. ach so, mit dem Benutzerkonto. Genau, richtig. Ja, das haben wir schon auch öfters als Kommentar bekommen, dass das ein bisschen ärgerlich ist. Das liegt daran, ich habe ja schon erwähnt, wir nutzen Shopware zur Pflege unserer Produkte. Und damit kommt auch ein Verwaltungssystem für die Benutzer und aktuell verwenden wir das. Ja. Wenn wir unsere Mock-Plattform rausbringen, dann haben wir auch ein eigenes Benutzerverwaltungssystem und können dann auch den Warenkorb mit an dem Benutzer speichern. Aber aktuell ist das nicht möglich. Wir haben überlegt, habe ich ja auch schon angekündigt, dass wir einen Warenkorb-Export anbieten. Da wäre dann diese Teilebestellung oder Projektebestellung, Projektaufteilung möglich. Der zweite Punkt wäre dann schon erledigt, genau. Genau. Natürlich könnte man theoretisch dann auch diese Datei nutzen, um das auf verschiedenen Geräten irgendwie dann wieder zu importieren. Aber gerade ist es halt so, dass dieser Warenkorb eben nicht ans Benutzerkonto, sondern an die Session, also in dem Browser auf dem Gerät, wo du die Webseite aufrufst. Jetzt verstehe ich es. Also sozusagen an Rechner A mache ich einen Warenkorb, der ist auch nur auf dem Rechner A gespeichert. Und an Rechner B starte ich sozusagen dann einen neuen Warenkorb. Nicht auf dem Rechner, sondern wirklich spezifisch auf dem Browser, den du verwendet hast, an dem Rechner. Also das könnte man dann mit... Oder in dem Browser, ja. Okay, alles klar. Dann verstehe ich aber, warum das nicht so einfach möglich ist. Genau. Und da, wie gesagt, haben wir schon eine Lösung parat, aber nicht in der nächsten Zeit. Ist doch auch schon mal gut. Haben wir genug zu tun, glaube ich, oder? Wird nicht langweilig werden. Ja, wird nicht langweilig. Aber es ist auch schön, immer das Feedback zu bekommen und was die Zuschauer sich noch wünschen. Und auch zu schätzen wissen, denn so gut wie das bisher ankam und alles flüssig läuft, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und was sich die letzten Wochen da schon alles getan hat, wirklich nicht schlecht. Weiter geht's. Was mich noch interessiert, warum keine Bilder bei den geschützten Teilen sind. Klar, sie sind geschützt, aber auch das Bild. Denn nur mit dem Text ist es manchmal schwer zu erraten, welches Teil es sein soll. So auch bei den unbekannten Teilen, die das Teilelistentool nicht erkennt, obwohl ich die Teile von einem Lego-Set aus Bricklink rausimportiere. Ja, ich verstehe, dass das ärgerlich ist. Da muss man schon wirklich richtig gut jedes einzelne Teil kennen.
Ja, um dann ja. zu wissen, was ist das jetzt? Oder man muss halt nochmal nachschauen mit der ID, die wir auch anzeigen. Das liegt einfach daran, dass alle Bilder, die wir anzeigen, zum Beispiel dann auch bei den Alternativen, die wir vorschlagen oder wo wir komplette Übereinstimmung haben, da hängt immer ein Produkt hinter. Und an diesem Produkt hängen eben Eigenschaften wie der Titel im Deutsch oder im Englischen, wenn man den Webshop umstellt auf Englisch, und halt auch das Bild. Das heißt, dadurch, dass wir keine geschützten Teile natürlich führen, aus rechtlichen Gründen, Selbstverständlich machen wir das nicht. haben wir da kein Produkt und entsprechend auch kein Bild. Aber wir arbeiten an einer Lösung, dass wir euch auch da ein Bild anzeigen können. Dass ihr es dann einfacher habt und mit einem Blick sehen könnt, welche Teile da fehlen. Im Moment wäre das eigentlich auch möglich, wenn ihr auf dem zweiten Bildschirm eure Teileliste aufmacht mit den Teilen, die ihr braucht und dann kurzerhand abgleicht, welche Teilenummern nicht verfügbar sind, und dann wisst ihr eigentlich relativ schnell, was daraus nicht machbar ist. Meistens ist es ja möglich bei so bedruckten Teilen. Ne? Wenn ich eine Fliese habe und da ist irgendwas drauf gedruckt, dann wird die nicht angezeigt. Und das sieht man aber dann meistens schon an der Printnummer im Namen. Oder wenn man es kurz abgleicht, werdet ihr das Teil wahrscheinlich schnell finden und auch wahrscheinlich ein Gespür dafür bekommen, woran es liegt, warum wir es nicht abbilden. Aber passend dazu habe ich auch gehört, wir werden eigene bedruckte Teile bekommen, früher oder später. Was ich noch anfügen wollte gerade zu der Frage mit den Stücklistenartikeln, warum die nicht alle in eine Tüte kommt. Da habe ich gehört, wir kriegen auch mehr Alternativen, die dann nicht aus Steinen zusammengesetzt sind, sondern dann wirklich in einem kommen. Und dann hat man sogar die Auswahl, welches man davon wählt oder braucht oder möchte. Wir haben ja dann immer die 4 Alternativen aktuell. Wir man haben so mit natürlich auch aufnehmen, mehr Alternativen, die wir theoretisch zur Verfügung haben, aber aktuell zeigen wir quasi die Top 4 an. Da müsste man halt gucken, ob wir dann die neue Lösung höher priorisieren sozusagen. oder nicht. Ja. Genau. Ja, oh, da bin ich aber mal sehr gespannt. Ich habe schon 1, 2 Teile auf der Most Wanted Liste gefunden, so 2x2 Jumper Plate, die halt wirklich ein Must-Have ist, aber ja, durch den Schutz im Moment anders nicht umgangen werden kann. Und da weiß ich auch, werden wir uns was einfallen lassen, dass ihr Jumper Plates bauen könnt in Zukunft. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, oder man könnte auch, das wurde sich auch gewünscht, dass man doch noch in diese Alternativauswahl, dass man dann auch selber nochmal klicken kann, sagen kann, ich möchte aber eine andere Alternative und zum Beispiel mehr angezeigt bekommt oder nochmal manuell suchen kann. Das gar nicht jetzt so, also ich will jetzt nicht hier was anteasern, aber es wäre natürlich cool, das wäre auch möglich. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Das ist noch Zukunftsmusik, ich muss mich dann ja auch im Team durchsetzen. Genau. Ich denke mal, für heute reicht das mit Antworten. Da war ja eine Menge Wissenswertes und Neues mit dabei. Christina, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die ganzen Antworten, die du uns heute hier geboten hast. Ja, gerne, Stefan. Hat Spaß gemacht. Das waren ja ganz schön viele Infos. Und falls eure Fragen noch nicht beantwortet wurden, dann ab damit unten in die Kommentare. Und wenn sich da genügend Fragen gesammelt haben, drehen wir beide einfach nochmal ein Video, oder? Können wir machen, wenn die Zuschauer das möchten und mich nochmal vor der Kamera sehen möchten. Wenn ihr das möchtet, lasst ein bisschen Liebe da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir machen uns jetzt weiter, du ans Programmieren und ich an Videos drehen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.